Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal und ja, ihr seht schon, wenn man sich die Sache hier von oben anschaut, es ist eine richtig große Fläche, die hier gemacht werden muss. 1 Quadratmeter befinden wir uns hier noch in der flachen Ebene, bevor wir uns dann hier oben am Berg weiter hochhangeln. Ja, das ist alles nicht so einfach. Jetzt geht es hier erstmal darum, heute hier eine Baseplate einzufügen, aber nicht nur eine kleine, sondern ich denke, ich nehme eine große graue an dieser Stelle, denn irgendwie muss ich hier weitermachen. Ich wollte hier den Felsen irgendwie weiterziehen, das oben alles irgendwie ein bisschen schließen. Das Ganze ist ja auch erhöht um 2 Bricks die Straße. Es wird schwierig. Folgendes habe ich auf jeden Fall schon vorbereitet, das Tunnelportal. Ich hatte das ja erst in dunkelgrau gemacht, aber hier mit diesen Verstrebungen, hier auch gerade hier mit den Technik-Bricks, das ist richtig stabil. Somit können wir von hier aus den Berg hier oben gut drauf abstützen. Ich denke, das müsste ohne Probleme funktionieren. Jetzt kann ich auch gleich hier diese ganzen Baseplates, diese hochgestellten, wegtun, denn hier drunter sind ja meine Zugabstellungen, ja, und das war ja nur dazu da, damit wir den Staub nicht so da unten reinkriegen. Jetzt kann ich gleich nochmal sauber machen und so weiter. Und wie gesagt, diese Platten brauchen wir dann alle nicht mehr. Ich habe die Straßen jetzt erst einmal hier unten fest fixiert an der Stelle hier, weil wir ja im 45 Grad Winkel hier losgehen müssen. Auch hier habe ich sie nochmal festgemacht. Ja, und so wird das Tunnelportal dann letztendlich eingebaut werden. So mein Ziel. Ja, jetzt geht's los. Jetzt befindet sich das Ganze noch auf einem Brickhöhe. Ja, hier sieht man auch nochmal den 45 Grad Winkel ganz gut. Ich habe hier so ein paar Wedge Plates hingelegt. Das Ganze wird jetzt erhöht auf 2 Bricks und zwar fest zerbaut, aber nur diese Straße, diese später dann erstmal nicht. Das hat jetzt mal richtig gedauert. Ich habe das hier jetzt tatsächlich zugemacht. Ganz einfach, aber wirkungsvoll. Passt mal auf, ich versuche das mal einmal von oben. Hier ist eine ganz normale Baseplate, die habe ich auf die passende Größe zurechtgeschnitten. Und hier habe ich einfach die Sache so gebaut, dass wir hier, ja, ihr seht das, mit den schrägen Steinen gemacht habe. Und ich glaube, das reicht, wenn ich nämlich jetzt die Baseplate hier hinten einsetze. Liegt das gut nah dran und das reicht vollkommen auf die Entfernung 100%ig. Jetzt heißt es, das Ganze hier ein bisschen abzustützen. Ob ich es letztendlich mit diesen Teilen hier mache, das weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall denke ich mal, werde ich diese Teile hier benutzen, um die dementsprechend zu platzieren. Und dann werde ich immer von hier bis auf die Holzplatte ein bisschen rüberziehen. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Idee jetzt erstmal. Und vielleicht auch dann diese Lücke hier mal schließen. Mal sehen, wo ich jetzt anfange. Allein bis jetzt haben wir ja schon wieder richtig viel geschafft. Die Baseplate hier eingefügt, die Straße hochgebockt auf 2 Bricks. Ja, und jetzt hier oben schon mal wieder richtig schön abgestützt. Hier mit Turntables verbunden, hier an dieser Stelle und dann einfach quer rüber. Das ist alles hier wirklich wahnsinnig stabil. Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn, aber nur so funktioniert es. Ja, jetzt noch so ein paar Querstreben rein und so weiter und so fort. Und dann können wir hier auch sofort schon anfangen mit dem nächsten Felsenelement. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Oder? Nee, ich glaube, ich mache dann doch lieber erst hier ein bisschen zu. Mal sehen. So, hier haben wir jetzt den nächsten Zwischenstand. Ich habe jetzt hier erstmal alles abgestützt soweit, kreuz und quer. Ich zeige es auch mal von oben einmal. Ja. Also das sollte jetzt stabil genug sein, definitiv. Ich glaube, das ist perfekt. So, jetzt heißt es so ein bisschen gestalten, die Ritzen überall hier so ein bisschen schließen. Das mache ich jetzt erstmal einmal. Jau, das hat was. Also fein ausgestalten tue ich in diesem Video jetzt nicht. Aber das Grobe, die groben Steine, die groben Plates, das werde ich heute machen. Das ist doch schon mal ein super klasse Fortschritt. Sieht doch ganz anders aus noch als eben. Ja, wenn wir dann hier den Felsen noch so ein bisschen weiterziehen, was ich jetzt gleich machen werde, dann haben wir fast diese ganze Wand, oder nicht ganz, aber mehr als die Hälfte dann auf jeden Fall schon zu. Und somit ist der Staubfänger wieder da. Ja, das ist doch erstmal klasse. So, ich mache mich dran, wie gesagt, hier an dieser Ecke hier mit den weiteren Felsen. Jetzt fange ich hier unten in der Ecke an, die weiteren Felsenelemente zu setzen. Mal nehme ich sie weg, mal tue ich sie wieder hin. Irgendwie will ich den Schwung hier so ein bisschen hinkriegen. Und ich denke, aus der anderen Position hier, wie hier, sieht man das ein bisschen besser. Da sieht das ganz schräge so ein bisschen
Ja, es sieht richtig cool aus mit dem Tunnelportal, finde ich. So, und schon kommt die zweite Lage Felsenelemente drüber. Die werden von hinten wieder so ein bisschen abgestützt. Und die Ecke zwischen Tunnelportal und dem Felsen werde ich gleich komplett mit Grün und einzelnen Steinen hier versehen, wie ihr seht. Da ist viel Fokulage. Es muss auch richtig stabil sein an der Stelle. Danach werden wir oben dann noch über der Holzplatte dann wieder miteinander verbinden. Und das war mein Ziel. Genau so weit wollte ich heute kommen. Genau so weit. Und es ist mir gelungen. Ja, wie immer, klasse. Was soll das schlechte Leben nützen? Natürlich werde ich jetzt auch oben hier einmal richtig alles zumachen. Das mache ich mit unterschiedlichen Plates, aber ich habe so viele von diesen 1x Plates da, von daher werde ich die in erster Linie verwenden. Ja, wenn dann, wie gesagt, auch hierzu und alles andere hat keinen Sinn, sonst wäre das heute ein halbfertiger Baufortschritt gewesen. Und ich wollte das Tunnelportal ja so ein bisschen einbinden wenigstens. Vorne links werden wir in der nächsten Reihe dann machen, das werde ich jetzt noch nicht machen, unten am Fuß des Tunnelportals links, da seht ihr noch so ein bisschen die Abstützung. Aber wie gesagt, nicht heute. Kommen wir zum heutigen Vorher-Nachher-Bild. Ich habe auch noch einen Betonmischer hinzugefügt, also ein weiteres Fahrzeug. Hier vorher und hier nachher. Ja, Leute, ich glaube, das ist doch eine richtig klasse Arbeit heute gewesen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr insgesamt heute von diesem Baufortschritt haltet. Würde mich echt wahnsinnig interessieren. Schauen wir uns das Ganze hier noch einmal an, was wir heute alles gemacht haben. Ja, wie gesagt, fein ausgestaltet mit der ganzen Begrünung und so weiter, mit den Blättern etc. Denke ich, machen wir in der nächsten Runde, wenn auch dann hier wieder wahrscheinlich der nächste Transrapid-Pfeiler und die Schiene hin muss. Denn wir müssen ja hier auch noch ein Fundament bauen und so weiter. Und in dem Zug machen wir wahrscheinlich die Begrünung. Nehme ich jetzt einfach mal an. Aber für heute doch echt klasse, oder? Also, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ja, ich habe es gerade gesagt. Also, bis dahin. Tschüss.